Servus, Matthew hier von Photomeyer und ich habe heute die neue Sony A7R6 und erzähle euch so, was die kann. Das Herzstück der neuen Kamera ist der neue 66,8 Megapixel Sensor. Der ist stacked und backside illuminated. Gepaart mit dem BioNZ XR2 Prozessor sorgt er nicht nur für Geschwindigkeit, sondern auch für die Bildqualität und bis zu 16 Stops Dynamic Range. Das Gehäuse ist ein bisschen redesigned worden, sehr kompakt, liegt trotzdem wahnsinnig gut in der Hand. Wir haben hier einen neuen Knopf und wenn ich den drücke, dann werden einige Knöpfe beleuchtet, was angenehm im Dunkeln ist. Das Display ist dasselbe wie bei der Sony A7 IV, in alle Richtungen rotierbar, was das Fotografieren aus schwierigen Blickwinkeln auch sehr einfach macht. Sony hat uns mit der neuen Sony A7R6 auch einen neuen Akku dazugegeben. Der hat 17% mehr Leistung, was vor allem für die Video-Features und für die Prozessorarbeit wichtig ist. Obwohl sich die Kamera wie schon die Vorgängermodelle eher an die fotografierenden Menschen richtet, haben wir trotzdem sehr gute Videospecs. Wir haben 8K 30p und 4K 120p, All-Intra 422 10-Bit. Durch den Bildprozessor ist der Autofokus auch nochmal verbessert worden. Wir haben hier einen Face Detection Autofokus mit 693 Punkten und auch verbesserte Low-Light Autofokus Qualität. Kommen wir zu den Anschlüssen. Wir haben hier standardmäßig zwei USB-C-Anschlüsse. Wir haben einen HDMI-Anschluss, einen Kopfhöreranschluss und einen Mikrofoneingang. Speicherkartentechnisch haben wir hier die Möglichkeit, zwei CF Express Typ A-Karten zu verwenden und/oder SD-Karten. Eine weitere coole Funktion ist das Pixel Shift Multishooting. Da können wir aus 4 oder 16 RAW-Fotos ein sehr hochauflösendes Foto machen, bis zu 270 Megapixel. Der neue BioNZ XR2 Prozessor hilft uns natürlich auch bei der Framerate. Im elektronischen Verschluss können wir bis zu 30 Bilder pro Sekunde aufnehmen und mechanisch bis zu 10 Bilder pro Sekunde. Der neue Sucher hat 9,4 Millionen Bildpunkte und ist 3-mal heller als beim Vorgängermodell. Das ermöglicht wirklich wahnsinnig gutes Arbeiten mit einem wahnsinnig schönen Sucherbild. Hier ist auch das neue Sony 100 bis 400 mm und hier ist das Spezielle eine durchgehende 4:5er Blende. Ich durfte das Objektiv bei einem Match vom FC Viktoria Berlin testen und habe da auch gleichzeitig mal geschaut, was der Autofokus so kann. Das Match war sehr spannend, aber ich musste keine Sekunde an den Autofokus denken, weil der echt die ganze Zeit on point war. Durch die Brennweite konnte ich auch quasi über das gesamte Spielfeld fotografieren und hatte trotzdem durchgehend die 4:5er Blende. Was mich wirklich am meisten bei dem Objektiv überrascht hat, ist, obwohl wir hier 100 bis 400 mm haben, noch ein recht großes Objektiv und die durchgehende 4:5er Blende, ist es dafür wahnsinnig leicht. Ich habe es quasi 90 Minuten mit der Kamera verwendet und muss echt sagen, es war gar nicht so anstrengend, wie ich mir dachte. Bei dem Brennweitenbereich von 100 bis 400 mm ist natürlich das Frontelement sehr groß, was es manchmal schwierig macht, die passenden Filter zu finden. Wir haben hier einen Filteranschub und können hier Filter verwenden mit einem Durchmesser von 40,5 mm. Zusammenfassend kann man echt sagen, dass dieses Objektiv gepaart mit der neuen Sony A7R5 extrem zuverlässig sind. Wir haben hier den immensen Brennweitenbereich bei sehr geringem Gewicht. Wir haben den wahnsinnig akkuraten Autofokus, was Arbeiten wirklich angenehm macht. Dieses Objektiv lohnt sich natürlich auch für Wildlife-Fotografen, die einfach mit leichtem Gewicht das Maximum an Brennweite rausholen wollen. Es ist wahnsinnig leicht, das heißt langes Arbeiten ist da auch kein Problem und der Autofokus der Sony A7R5 macht es einfach super angenehm, man muss kaum überlegen und muss keine Gedanken verschwenden, ob ein Bild scharf ist oder nicht. Wir haben hier wahnsinnig gute Bildqualität mit dem 66,8 Megapixel Sensor. Wir haben im Nachhinein die Möglichkeit, verlustfrei zu croppen. Was den Autofokus angeht, muss man keine Gedanken dran verschwenden. Sprich, ich kann mich voll und ganz aufs Bild konzentrieren. Wir haben die Kamera auch im Studio-Setting getestet. Da hat Maxine fotografiert. Wenn ihr da die Ergebnisse sehen wollt, schaut euch das Video an. Wenn ihr Fragen habt, kommt gern zu uns in den Laden am Viktoria-Luise-Platz oder bestellt online auf www.photomeyer.de. Bis bald!